Das ist unser Roadtrip mit dem Campervan in die Steiermark. Wir sind Maike und Tanja und beide zum ersten Mal in diesem schönen Teil Österreichs. Wir werden faszinierende Menschen treffen, die für ihre Heimat brennen und das, was sie tun, von Herzen gern machen. Es wird lecker, lustig und auch ein wenig abenteuerlich. Ich glaube, das ist ungefähr der schönste Morgen, den ich jemals hatte. Die Steiermark liegt im Südosten Österreichs und wir besuchen neben Graz viele kleinere Städte rund um die Landeshauptstadt. Und so geht's los. An einem Sonntagmorgen machen wir uns auf Richtung Österreich. Tanja organisiert die Reise, ohne mir unsere Pläne vorab zu verraten. Unsere Unterkünfte buchen wir zum größten Teil über Schau aufs Land. Eine App, die Stellplätze bei nachhaltigen Bauernhöfen vermittelt. Und somit Einblicke in eine Lebenswelt, die man sonst im Urlaub nicht hat. Die Fahrt in den südöstlichen Zipfel zieht sich. Und es wird spät, bis wir endlich am Ziel ankommen. Gleich geht's quasi los, das Abenteuer Österreich. In einem Ort namens Weißkirchen erreichen wir den Biohof Brandner. Hallo! Schön, dass ihr angekommen seid. Ja, finde ich auch. Hast du es geschafft, ja? Es war sehr dunkel, der Weg hier hoch. Ja. Und mit Sicherheit ein bisschen spooky. Ja, schon ein bisschen. Ja. Ich komme mal raus zu dir. Regnet's doll? Ja, schon ein bisschen. Oh, eine Katze. Ah, ich bin schon glücklich. Ein nasser Kater gerade. Hallo, ich bin Maike übrigens. Hi, hallo, hallo, wir dürfen uns ja nur winken. Ja, ist ja so. Hallo, und wer bist du? Das ist der Phil. Hallo Phil. Oh. Das heißt, hier gibt's Tiere offensichtlich. Ja, Schafe, Katzen, Hühner. Wann fängt man hier so an zu arbeiten? Musst du morgens 35. Wirklich? Nein. Ich war ganz kurz so. Ja, okay, ausnahmsweise, okay. Mental ganz kurz. Nein, okay. Und wann geht's bei euch los mit der Arbeit? Also zwischen 7 und 8. Okay. Also schnell den Camper an den Strom anschließen und ab ins Bett. Leider ohne Internet, aber so ist das eben auf dem Land. Tanja hat in einer Pension im Dorf unten übernachtet und im Gegensatz zu mir hat sie eine Dusche. Die gibt es bei den Stellplätzen von Schau aufs Land meistens nicht. Dafür aber eine wunderschöne Aussicht. Und die Möglichkeit, seine Gastgeber kennenzulernen und Einblicke in ihr Leben zu bekommen. Für mich als Stadtkind eine besondere Erfahrung. Neben Kai, der ursprünglich aus Oldenburg stammt, ist jetzt auch seine Frau Desiree mit dabei. Das heißt, ihr zwei habt euch in Graz kennengelernt oder woher kennt ihr euch überhaupt? Weil ich habe ja schon gehört, dass dein Mann eigentlich aus Oldenburg kommt. Ja. Wie ist das zusammengekommen? Ja, also der Kai ist vor meiner Haustür gestanden. Zufälligerweise. So, ja, will auch mal jemand vor meiner Haustür stehen? Vielleicht so. Also. Ja, das war tatsächlich so und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und aber weiß ich gar nicht, 3 Tage später bist du dann nach Neuseeland geflogen, gell? Ja, nicht allzu viele Tage später. Du klingelst bald wildfremden Frauen, bevor du nach Neuseeland fliegst, weil? Weil ich mit unserer gemeinsamen besten Freundin unterwegs war. Und, wir haben uns aber vorher nicht gekannt. Im Winter haben wir Schutz gebraucht. Es war recht kalt. Und der andere Kumpel war nicht daheim und die Tür war zu. Und dann hat unsere Freundin halt gesagt, geh mal zur Daisy rüber, die wohnt ums Eck. Aus Schokos ist genug. Und dann sind wir halt zur Daisy umgegangen. Ja. Okay. Und dann hast du gleich gesagt, ja klar, kannst hier einziehen und vielleicht auch einfach dein Leben lang bleiben, oder wie? Nee, so war es ja nicht. Der ist ja dann nach Neuseeland gegangen und eigentlich hat es geheißen, er bleibt für immer dort, oder zumindest einmal ein Jahr. Und er ist dann nach 4 Monaten wieder zurückgekommen, weil wir uns halt so verliebt haben. Wirklich? In dieser einen Nacht sozusagen? Naja, in diesen 4 Tagen. Ach, 4 Tage bist du ja. Wie aber schön. Ja, vielleicht ist ihm auch das Geld ausgegangen, man weiß es nicht. Desiree hat zwar in Graz Volkskunde studiert, ist aber hier auf dem Hof aufgewachsen. Kai war ursprünglich Optiker und jetzt führen sie den Hof gemeinsam weiter. Und leben unter anderem von der Biohühnerhaltung und damit der Fleischproduktion. Und wie lange ist die Lebenszeit jetzt hier von den 8 Wochen nur? Oh, okay. Aber es geht Ihnen offensichtlich ganz gut hier. Es ist ein nur, ja. Klar. Vergleiche mag ich nicht ziehen mit anderen Wirtschaftssystemen. Wobei ich ganz klar sagen muss, dieses Tier lebt doppelt so lang wie andere leben dürfen.
Also ich bin keine Vollzeit-Vegetarierin. Ich esse in Ausnahmefällen und wenn ich weiß, wo es herkommt, esse ich auch Fleisch, aber sehr selten und auch sehr selten Milchprodukte. Jetzt gucke ich mir diese wirklich auch irgendwie total schönen Tiere an und muss sagen, dass es, wenn ich jetzt denke, dass die in wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt sind sie jetzt, was hast du gesagt? 4,5 Wochen. 4,5 Wochen, also die haben noch 3,5 Wochen Lebenszeit. Ja. Das ist jetzt schon auch nicht nur schön, ne? Wir haben einen so hohen Tierwohlstandard hier in Österreich, dass den Tieren geht es bis zum Schluss super. Ja, Andererseits gibt es ja auch Menschen, die man ernähren möchte oder sollte, weil ja nicht jeder Mensch sich in irgendeiner Stadt die Hühner selber halten könnte für Eier oder Fleisch. Es hat auch nicht jeder Garten für sein eigenes Gemüse. Dann ist schon der Berufsstand der Bäuerlichkeit irgendwo dahinter, weil wir ja auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten haben, die dann unsere Produkte kaufen. Ja, gut festhalten. Ja, 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 hab ja, hast du das zweite Bein auch? Jawohl. Ja. Da merkst du auch, ne? Die Lady ist recht warm unterwegs. total warm. Wahnsinn, ist ja wie eine Wärmflasche. Genau. Oh, hallo. Und du Armes wirst gegessen. Ich bin da wirklich immer, bei mir ist es so, ich verstehe das. Ich verstehe natürlich, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, vor ein paar Jahren war da auch noch weniger Bewusstsein für bei ganz vielen Menschen. Aber so ein bisschen blutet mir das Herz. Also ich bin tatsächlich, Also ich tät lüge, wenn es das bei mir nicht tät. Ja, Ne, ganz klar, ich hab auch die Empfindung, dass das ein Lebewesen ist. Aber wie gesagt, das ist was mit, für mich ganz klar Ja. mit Dankbarkeit zu tun hat. ja, das ist ganz, Und natürlich auch zu wissen, dass dem Tier vorher gut geht. ja, auf jeden Das ist Fall. Ja. Ganz, ganz klar, ne? Du bist die schöne weiche Maus, bist du, hä? Dazu gehören auch 2 Hektar Obstwiese als Auslauffläche, wo die knapp 5000 Hühner sich jeden Tag im Freien aufhalten können. Der Brandnerhof eignet sich auch hervorragend, um unser neues Spielzeug auszuprobieren. GoPro werfen statt Drohne. Lustig irgendwie. like yours, strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Kai überrascht mich am Abend mit einem Lagerfeuer. Das gefällt mir wiederum am Landleben. In der Stadt machen wir das ja eher selten. Und langsam verstehe ich, warum Kai hier nicht mehr weg möchte. Hättest du das in Oldenburg hingekriegt oder hätte dir das in deiner Heimat, wäre dir das da so gelungen? Nicht ohne diese Partnerin. Ja. Also ganz klar nicht ohne diese. Würde ich auch, glaube ich, gar nicht wollen, weil ich weiß, wie gut es mit ihr funktioniert. Ach, schön. Die Liebesgeschichte von Kai und Desiree. Mag ich. Am nächsten Tag geht es für uns in die Landeshauptstadt Graz. Mit knapp 300.000 Einwohnern nach Wien die zweitgrößte Stadt Österreichs. Was wir hier vorhaben, weiß wieder nur Tanja. Unser Ziel ist erstmal das Stadtzentrum. Just cross the border into the sea. Also ich bin schon mal bewaffnet mit Sonnenbrille, Stadtplan, Handy und ich habe auch noch einen Regenschirm in der Tasche. Aber Tanja, wo muss ich denn jetzt hin? Wir sind verabredet am Kaiser-Josefs-Platz. Hier müssen wir hin. Das ist auch super, jetzt sehe ich richtig aus wie ein Tourist, oder so? Wie touristisch kann man aussehen? Hier ist die Schlögelgasse. Ist hier noch irgendein Straßenschild vielleicht? Also entweder ist es hier oder ist es da. Ich glaube, ich habe den Platz gefunden und hier ist ein Markt. Gehen wir zum Markt? Ja, wir sind ja da. Na dann. Wer könnte hier mein Gesprächspartner sein? Ah, Hilfe! Hallo, oh Gott! Das war so. Du! Ich glaube, ich kenne dich. Okay, ich dich nicht. Wer bist Hi, du? Hi. ich bin der Leonhard. Ich bin Maike. Hallo, also das weißt du schon. Schön, ich wusste nicht, wen ich suche. Deswegen schön, dass du auf wen mich ich suche, zukommst. ja. Das ist toll. Ja, schön, dass ihr es geschafft habt, nach Graz zu kommen. Leonhard nimmt mich direkt mit auf eine Stadtführung zu seinen Lieblingsplätzen. Er ist aber ursprünglich aus Wiesbaden, erzählt er mir unterwegs, und Graz seit dem Studium hier seine Wahlheimat. Aber ich weiß immer noch nicht, warum du dir heute frei nehmen kannst, sprich, was du eigentlich hier tust. Genau. Also ich hab was mit Umwelt studiert, ich habe was mit Nachhaltigkeit studiert und ich habe was mit eurer Reise zu tun. Was mit unserer Reise? Hat das was mit einem Campervan zu tun? Auch, ja, Wirklich? kann man sagen, ja. Entweder baust du die Dinger oder du lebst in einem. Was tust du damit? Wir kommen dem schon näher. Aha. Ich lebe nicht drin, aber es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von mir, damit zu reisen.
Und die andere Leidenschaft und mein großes Interesse ist das nachhaltige Reisen und die nachhaltige Landwirtschaft. Okay. Und genau das habe ich mit meinem Beruf kombiniert. Hast du was mit Schau aufs Land zu tun? Ah, guck mal. Zack. Jetzt haben wir. Ach cool, also bist du der Erfinder oder wie? Ich bin einer der 3 Gründer von Schau aufs Land. Ach, wie cool. Die App mit den Stellplätzen auf nachhaltigen Bauernhöfen war also ursprünglich mal seine Idee. Generell ist eigentlich so ein großes Anliegen von uns, zum einen natürlich, dass Campingreisen einfach wunderschöne Plätze am Land finden, weil ich glaube, das habt ihr erlebt, ne? Das sind ja wirklich teilweise Plätze, die man selbst gar nicht so finden würde. Zum anderen ist es uns aber einfach total wichtig, dass wieder mehr Menschen mit der nachhaltigen Landwirtschaft in Kontakt kommen, weil ich finde einfach, das habe ich in meinem Studium schon einfach gemerkt, indem ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie wichtig, also zum einen wie wichtig nachhaltige Landwirtschaft ist, aber wie wenig der Bezug eigentlich da ist, gerade von uns Menschen, die eigentlich so in der Stadt wohnen. Wir gehen im Supermarkt einkaufen, da ist immer, zu jeder Jahreszeit ist alles verfügbar, aber wo die Lebensmittel eigentlich herkommen und wie die hergestellt werden, das fehlt komplett. Und das ist auch so eine Idee, die einfach mit Schau aufs Land irgendwie kombinieren wollen, wieder mehr Menschen in Kontakt mit der Landwirtschaft bringen und da halt vor allem mit der nachhaltigen Landwirtschaft, um dass da einfach wieder der Austausch stattfindet und man das kennenlernt und vielleicht im Nachhinein weiß, doch ganz schön wichtig so die Biolandwirtschaft und warum eigentlich auch. Ein wirklich bemerkenswerter Ansatz, wie ich finde. Leonhard und ich schlendern und schlemmen uns jetzt durch Graz. Unterwegs staune ich immer wieder über die schicken Häuserfassaden. Vor allem beim Rathaus am Hauptplatz. Den besten Blick auf die Stadt, sagt Leonhard, habe man vom Schlossberg aus. Also steigen wir 260 Stufen nach oben. Der Weg lohnt sich. Ach, ist das schön hier oben. Das habe ich jetzt wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt, aber es ist wirklich schön. Ja? Der Uhrturm ist übrigens eines der Wahrzeichen von Graz. Prost. Vielen Dank für den schönen Graz-Tag. Das ist lecker. Was findest denn du selber am Campen so toll? Du hast ja gesagt, du hast auch die Leidenschaft dafür, hast deinen eigenen Camper. Das Schönste ist, ich sage das immer, die Freiheit auf 4 Rädern. Weil man kann einfach wirklich jeden Tag entscheiden, bleibe ich oder fahre ich weiter. Und egal, ob man das in Österreich macht oder auch über die Grenzen hinaus, es ist immer so, dass du einfach fahren kannst und dann denkst du auf einmal, wow, wie schön ist es denn hier? Und dann bleibst du da einfach stehen. Suchst dir ein schönes Plätzchen und bleibst da 1 Tag, 2 Tage, wie auch immer. Und wenn du dann denkst, oh, jetzt möchte ich irgendwie weiter, fährst wieder weiter. Also einfach diese Freiheit, das ist sowas, das gibt es, glaube ich, selten. Und diese Freiheit treibt auch uns weiter durch die schöne Steiermark. Raus aus der Stadt geht es wieder rein ins Landleben und zu einem weiteren Stellplatz von Schau aufs Land. Wir sind angekommen in Vorau bei Josef, Regina und ihren 3 Kindern. Die Begrüßung ist stürmisch und sehr familiär. Und der Stellplatz, ein Traum. Ich darf heute bei der Kartoffelernte helfen. Auf diesem Feld sind zwischen den Sonnenblumen die Kartoffeln angepflanzt. Und die müssen raus aus der Erde. Hab ich noch nie gemacht, kriege ich aber ganz prima hin. Selbst miternten, das dürfen bei Josef und Regina alle, die bei ihnen die Kartoffeln direkt bestellen. Das Konzept gefällt mir. Wer mit eigenen Händen in der Erde gewühlt hat, weiß die Lebensmittel doch gleich viel mehr zu schätzen. Und wie sieht das dann aus, wenn alle hier sind und so ernten? Dann seid ihr hier mit unfassbar vielen Leuten auf einem Feld oder auf eurem Acker? Genau, die Kartoffeln sind schon vorgerottet, die liegen schon heraus und dann stehen da so in der Reihe einfach eben zwischen 70, 80 Leute und dann wird es so... Und am Ende des Tages gibt es noch einen riesen... Ja, es gibt dann auch super gute Kartoffeljausen. Neue Wege in der Landwirtschaft gehen Josef und Regina auch mit diesen Büschen. Sie waren die Ersten, die in ihrer Region das Superfood Aronia-Beere angepflanzt haben. Könnte ich die jetzt so pflücken und essen? Natürlich, ja. Darf ich mal? Naja, geschmacklich sind sie noch, ja. Nur es ist einfach kosten. Aronia-Geschmack einfach. Sie sind nicht wirklich bitter, sie sind auch nicht sauer und auch nicht süß. Eigentlich sind sie so wirklich die Mitte aus allem. Ein bisschen das Klebrige auf der Zunge ist, das ist der Inhaltsstoff, die Anthocyane. Und die haben eigentlich diese
diese gesunde Wirkung oder diese zellregenerierende Ich wollte Wirkung. gerade sagen, die helfen doch gegen Falten, oder? Ich bin mal eine Stunde weg. Morgen erkennt ihr mich nicht wieder. Regina hat früher in der Apotheke gearbeitet und kennt sich daher bestens aus mit den vielen Inhaltsstoffen ihrer Pflanzen. So auch bei der nächsten, die sich in einem Sonnenblumenfeld tarnt. Von diesen Hanfpflanzen ernten sie die Hanfnüsse, die lecker nussig schmecken und eine Vielzahl an Vitaminen und Mineralien beinhalten. Wenn ich das jetzt so in der Hand habe, da hat man logischerweise einen anderen Gedanken. Ich könnte das jetzt heute Abend aber nicht rauchen, oder? Nein, weil das Speisehanf ist und der produziert einfach das THC nicht. Also da ist kein THC-Gehalt. Würde sich also nicht lohnen. Nein, genau. Also du kannst es probieren, aber... Nein, das probieren wir jetzt nicht. Dafür aber andere Produkte aus ihrem Hofladen. Der befindet sich praktischerweise direkt neben meinem Camperstellplatz. Jetzt seid ihr da ja sehr fortschrittlich und meine Vermutung, vielleicht auch ein bisschen anders unterwegs als eure Nachbarn vielleicht hier in der Umgebung. Seid ihr mal auf Widerstand gestoßen in der Landwirtschaftsgemeinde sozusagen? Kamen da mal Gegenstimmen oder irgendwie sowas? Was macht ihr da eigentlich? Ja, das ist immer am Anfang, wenn was Neues gemacht wird, glaube ich. Dass einfach einmal so das belächelt wird oder gequatscht wird drüber eigentlich. Ja, das war schon so. Bei der Kartoffelernte haben wir das sehr wahrgenommen eigentlich. Ja. Aber es ist dann einfach so gut angenommen worden, jetzt nicht von den Nachbarn, aber sondern von wirklich Menschen, die was einfach, denen das was wichtig ist, dass sie wissen, wo die Kartoffeln wachsen, wer das macht. Und die fahren durchaus auch von Wien und von Graz her mit ihren Familien, um zu wissen, wo ihre Kartoffeln herkommen. Ein Anliegen, das ich voll und ganz nachvollziehen kann. Und wie schön, dass man das hier erleben darf. Der nächste Morgen und wir sind natürlich wieder on the road. Es geht Richtung Riegersburg. Was könnten wir denn heute vorhaben? Also ich glaube nichts mit Tieren, weil Tiere hatten wir ja schon ein bisschen jetzt. Ich bin ja immer für Kaiserschmarrn. Können wir Kaiserschmarrn essen? Wir können doch nicht jeden Tag Kaiserschmarrn essen. Klar, ich verstehe das Problem nicht. Wo ist dein Problem? Ansonsten, ich bin mir nicht so richtig sicher, was es noch so gibt. Was mit Fleisch ist es hoffentlich nicht. Vielleicht ist es was mit Alkohol. Und hier steht's. Whisky, Gin, Rum, rechts ab. Wirklich jetzt? Wir fahren zu Whisky? Ja, wir fahren zum Whisky. Geil. Also rein ins Rodgers House of Whisky, Gin and Rum. Hallo. Hallo Maike. Okay, du weißt, wer ich bin. Das ist schon mal schön. Ich bin hier richtig. Ja. Wer bist denn du? Ich bin der David und Hi, David. Ich hoffe, du hast ordentlich gefrühstückt, weil wir beide werden heute gemeinsam ein paar Fässer Rum und Whisky verkosten. Ein paar Fässer. Läuft. Ich habe hier schon ein klein bisschen Werkzeug Oha, vorbereitet. okay. Also wir haben hier die unterschiedlichsten Fässer aus den hier riecht's sehr unterschiedlichsten Regionen. Es duftet schon, oder? Ja. Und ich habe mir heute gedacht, dass wir Proben aus 4 komplett verschiedenen Fässern nehmen. Damit ich einen Eindruck bekomme, was nicht nur der Whisky selbst, sondern auch das Fass für einen Einfluss auf den Geschmack hat. Dann geht es auch gleich viel schneller. Wenn da vorher Portwein drinnen war und der wird ausgeleert, dann ist es ja trotzdem noch so, dass ein Teil dieses Geschmackes des Weins im Holz drinnen ist. Und wenn ich jetzt Rum oder Whisky hineinfülle, dann vermengt sich das und dann kommt einfach dieser kleine Hauch von Portwein mit in den Whisky. Etwa 1000 Fässer hat David hier auf Lager. Wir werden also nur einen Bruchteil seiner Whiskys probieren können. In den Fässern haben sie über 60% Alkohol, weshalb wir das Ganze vor dem Trinken lieber erst noch etwas mit Wasser verdünnen. Von David lerne ich jetzt eine Menge über das Whisky-Trinken. Anders als in amerikanischen Filmen trinkt man ihn nämlich nicht auf Eis, sondern bei Zimmertemperatur. So erst kann man die komplexen Aromen des Whiskys entdecken. Ich bin erstaunt, wie unterschiedlich ein und dasselbe Getränk schmecken kann, je nachdem, in welchem Fass es lag. Und Davids Begeisterung für den Whisky schwappt langsam ein wenig auf mich über. Das heißt, dass dein Steckenpferd der Whisky vorwiegend ist? Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also ich sehe Whisky, Gin und Rum in meinem Leben ähnlich bedeutend. Rum ist wahrscheinlich gerade das, was aktuell
den größten Popularitätszuwachs hat. Gin liebt schon jeder. Also die ganze Welt liebt und trinkt Gin. Das ist herrlich und das funktioniert einfach. Whisky sind oft die Whisky-Trinker noch etwas skeptisch gegenüber mitteleuropäischem Whisky. Also sowohl in Deutschland als auch in Österreich muss man die Leute erstmal zu ihrem Glück zwingen und man muss sich beweisen, dass man ein tolles Produkt hat. Okay, und wie genau bist du, also ich nehme mal an, wir alle haben auch schon in unserer Jugend ab und zu mal gerne ein Gläschen getrunken. Aber wie bist du zu dieser Leidenschaft dazu, also wie bist du dazu gekommen, genau das zu machen? Also grundsätzlich bin ich aufgewachsen als Kind eines Schnapsbrenners. Also ich bin in einer Brennerei aufgewachsen und habe mein ganzes Leben lang mitbekommen, wie einfach immer mehr und mehr destilliert wurde bei uns und so eine gewisse Leidenschaft einfach für die Produkte mitbekommen. Vielleicht werde auch ich in Zukunft öfter mal einen Whisky trinken. Ganz in der Nähe von Rutgers soll es eine weitere Manufaktur geben, die ein wahrer Touristenmagnet ist. Das schauen wir uns genauer an. Da steht Zotter Parkplatz und mit ein bisschen Glück für mich geht es dabei um die Schokolade Zotter, die ich sogar kenne. Ist es so? Ja. Yeah. Mich kann man so leicht glücklich machen. Gib mir Tiere zu streicheln, gib mir guten Kaffee und gib mir Schokolade. Ich find's phänomenal. Schokolade kann man hier nicht nur kaufen, sondern regelrecht erleben. Grünes Bändchen heißt, ich darf rein. 3G wurde abgefragt und bewiesen. Damit darf auch ich hinein in die Schoko-Erlebniswelt. Vom Gang aus schaut man direkt in die gläserne Manufaktur von Zotter. Aber nicht nur das, hier starten auch die unfassbar zahlreichen Probierstationen. Jeder bekommt am Eingang so einen Löffel und mit dem darf man sich durch das gesamte Sortiment kosten. Nicht jedem schmeckt jede Sorte, aber dennoch ist es ein Paradies für alle Schokoladenliebhaber wie mich. Ich werde damit nie wieder aufhören, das ist dir klar, hoffentlich. Der leckere Spaß kostet zwar 17,90 € für Erwachsene, aber dafür kann man sich hier so richtig den Bauch vollschlagen. Alles in Bio-Qualität und fair gehandelt. Nach der Schokolade kommen die Nougatbrunnen und auch dann ist noch lange nicht Schluss mit den süßen Genüssen. Wer danach noch in den Zotter Shop geht, der muss ganz stark bleiben. Oh, es ist aber auch wirklich Paradies und Hölle zugleich hier, wirklich. Maike? Oh Gott, jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Da ist jemand hinter mir. Es ist gelungen. Hallo, freut mich, dass du da bist. Wer bist du? Ich bin die Julia. Die Julia. Und Hallo. du bist im Prinzip in meinem Zuhause. Ach was. Das ist mein Familienunternehmen. Du heißt Zotter mit Nachnamen? Ja. Und deswegen kann sie mich dahin mitnehmen, wo Besucher normalerweise nicht hinkommen. Tanja hat das natürlich vorher für uns eingefädelt. Du darfst dir deine eigene Schokolade kreieren. Cool. Es ist hoffentlich die allerbeste, die du je in deinem Leben probiert hast. Also die Latte ist hoch. Und du hast jetzt schon ein bisschen was probiert, was gut zusammenpassen könnte. Oh ja. Insofern zeige ich dir jetzt einmal, was wir alles haben. Wie toll. Und dann musst du dich entscheiden. Süße Deko in allen Varianten. Und Schokobrunnen, die endlos vor sich hinfließen. Das ist mein persönliches Paradies. Julia macht vor, wie es geht. Schokolade in eine Form fließen lassen und dann beliebig dekorieren. Ob ich das auch so gut wie sie hinbekomme? Mühe gebe ich mir auf jeden Fall. Ein bisschen marmorieren, ein bisschen dekorieren. Für mein erstes Mal doch gar nicht so schlecht. Die Schokomanufaktur haben mal Julias Eltern gegründet. Sie ist mittlerweile voll ins Familiengeschäft mit eingestiegen. Gab es denn mal einen Moment, wo du gedacht hast, boah, nee, diese Familie und das alles will ich nicht mehr, ich will mein eigenes Ding machen? Gar nicht. Aber ich habe auch an einigen Stationen in meinem Leben auch meine Freiheit auskosten können. Ich war als 16-Jährige ein Jahr lang als Austauschschülerin in China, also ganz weg. Ich habe ein Jahr lang in Paris eine Cuisine- und Patisserie-Akademie gemacht. Ich habe bei Kakaobauern in Brasilien gelebt. Ich bin normalerweise einen Monat im Jahr unterwegs, um unsere Kakaobauern zu besuchen, mit ihnen mitzuleben, mitzuarbeiten. Also ich habe auch genug Freiraum, um meine eigenen Sachen auch zu machen und durchzuziehen. Und das ist dann halt schon ganz was anderes. Und ich habe auch 6 Jahre lang in Shanghai gelebt. Wow, okay. Und
Also ich finde, es ist wichtig, eine Zeit mal woanders zu haben. Dann kannst du deinen Charakter, deine Persönlichkeit für dich ausleben und dich so weit festigen, dass du dann zurückkommen kannst und sagst, okay, das bin ich, so will ich das. Was würdest du denn sagen, was hat dir die Schokolade in deinem Leben gegeben? Sinn auch. Also ich tue mir sehr, sehr schwer, das zu trennen oder auch zu sagen, was ich tun würde, wenn ich jetzt nicht hier sein würde oder mit Schokolade, mit dem Unternehmen. Weil das einfach so ein integraler Teil ist von mir. Also, und das gibt es mir auch. Es gibt mir Erfüllung in der Hinsicht, dass ich die Dinge, von denen ich überzeugt bin, auch umsetzen kann und darf. Meistens. Also Erfüllung wahrscheinlich. Und Schokolade selber, ja, Genuss. Also ich esse sehr viel Schokolade. Heute auch mehr als sonst. Aber das ist okay. Also bei mir ist es mindestens eine Tafel am Tag insgesamt. Also die vielen kleinen Stückeln zusammen. Geht bis zu 3 Tafeln am Tag. Wahnsinn. Das nenne ich mal einen Traumjob. Ach ja, hatte ich schon erwähnt, dass ich Schokolade echt gerne mag? Das ist als Frau gar nicht so schlimm. Am Abend übernachte ich zur Abwechslung mal auf einem ganz konventionellen Campingplatz in der Steiermark. Leider aber bei sehr schlechtem Wetter, also machen wir es uns fürs Abendessen im Camper gemütlich. Nach der ganzen Schokolade brauchen wir dringend noch Vitamine. Und ich hole uns Salat vom Campingplatzrestaurant. Irgendwie ist man hier drin ständig am Hin- und Herräumen. Aber am Ende ist es doch immer ziemlich gemütlich. (6:10 Uhr) zeigt die Kirchturmuhr im Stubenberg am See. Aber hierfür lohnt sich das frühe Aufstehen. Peter Flaggl und sein Team beim Aufbau ihres Heißluftballons. Damit habe ich nicht gerechnet. Und Tanja hat mich mal wieder überrascht. Meine erste Ballonfahrt steht an und schon allein zu erleben, wie der Ballon mit Propangas befüllt wird, fasziniert mich. Riesig ist das hier drin. Und dann, endlich, hebt sich der Ballon. Hilfe, kann das hier umkippen? Nee, oder? Ich glaub nicht. Tanja ist entspannt, aber mir ist doch etwas mulmig, als wir starten. Doch das Gefühl verschwindet schnell und ich bin nur noch fasziniert von diesen fahrenden Luftschiffen. Diese Lichtverhältnisse, diese Ausblicke, was für ein Erlebnis. Eine Frage muss ich Peter aber dann doch noch stellen. Ist in diesen 27 Jahren schon mal irgendwas schiefgelaufen? Ja, wenn schiefgelaufen ist, was für einen schief läuft, ist für einen anderen ganz normal, aber was auf Holz klopfen, größere Sachen waren eigentlich überhaupt noch nicht. Ja, genau. Also man muss immer das Wetter beachten, dass es ein gutes Wetter gibt. Dann ist Ballonfahren eigentlich eines der sichersten Mittel, um sich in der Luft zu bewegen. Das beruhigt mich doch ungemein. Und ab jetzt genieße ich die Fahrt so richtig. The hope and the hurt has lived inside of me. But there's gold in the dirt I never took the time to see. Ich glaube, das ist ungefähr der schönste Morgen, den ich jemals hatte. Ob das Peter auch immer noch so geht? Was fühlst du bei den ganzen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, was fühlst du, wenn du hier oben in der Luft bist? Wie fühlt sich das jedes Mal für dich an? Ja, es ist eigentlich so das Gefühl, eben frei zu sein wie ein Vogel. Dass du eben dieses Dahinschweben, Dahingleiten eben mitbekommst. Und ja, wenn du dann herunterschaust, sind die ganzen Probleme, was sich die Leute selber machen, unten eigentlich ganz klein. Und das ist natürlich das Schöne daran, dass beim Ballonfahren, dass man das dann wirklich genießen kann, auch selber, auch wenn man jeden Tag fährt. Rein rechtlich gesehen ist jede Landung eines Heißluftballons eine Notlandung, da sie nicht auf einer offiziellen Landebahn stattfindet. Peter bringt uns trotzdem sicher wieder auf den Boden. Gleich wieder. Oh. Hui. Etwa 30 Kilometer von unserem Startplatz entfernt sind wir gelandet. Mann, war das toll. Ich bin sehr dankbar für diesen sehr langen Moment. Weiter nach Bad Radgersburg, ganz unten an der slowenischen Grenze. Es lohnt sich, hier mal den Camper zu parken und ein bisschen durch die Stadt zu bummeln.
Unser jetziges Ziel liegt ganz in der Nähe. Immer wieder während dieser Reise kommen wir an Kürbisfeldern vorbei. Das steirische Kürbiskernöl ist ja weltberühmt, aber nicht die einzige Spezialität aus der Steiermark, erklärt mir Tanja. Deswegen fahren wir jetzt nach Dietzen. Kieferbohnenkabinett. Aha. Also eine Kieferbohne hatte ich ja schon mal im Salat hier. Ah, genau hierhin, oder was? Der Weg führt mich auf einen großen Hof mit einem kleinen Laden. Wen ich da wohl treffen werde? Michaela stellt sich mir vor als die erste und einzige Käferbohnenkönigin. Sowas wie eine Weinkönigin, nur eben für die Käferbohne, auf die ich inzwischen richtig neugierig bin. Was ist denn das für eine tolle Bohne? Was macht die denn so besonders? Was kann die? Das Tolle bei der Käferbohne ist einfach zum einen die Schattierung. Sie ist halt sehr eiweißreich. Sie hat viel Ballaststoffe und wenig Fett. Und was mich natürlich sehr freut, sie schmeckt kastanienähnlich. Das heißt, der eigentliche Geschmack ist kastanienähnlich, nussähnlich. Und somit kann man ganz viel mit der Käferbohne zubereiten. Und dabei darf ich gleich ein bisschen mithelfen. Als erstes machen wir einen Käferbohnensalat. Einfach die Zwiebeln dazu, ein Ei, Salz, Pfeffer, Essig und natürlich steirisches Kürbiskernöl. Schmeckt tatsächlich ein bisschen nussig und es ist super mit der Zwiebel, obwohl ich gar nicht gerne Zwiebel esse. Man muss nur aufpassen, dass man vielleicht nachts alleine schläft. Meine Angst vor Blähungen verfliegt jedoch schlagartig beim Zusammenrühren des leckeren, süßen Aufstrichs, den wir als nächstes machen. Käferbohne mit Zucker, Nüssen und Kakao. Das ist natürlich wieder meins. Wie schmeckt's denn? Schokoladig, nussig, süß, klebrig. Super. Ja, ab und zu muss man ja ein bisschen genießen auch, oder? Oh ja. Was man aus einer Bohne nicht alles machen kann. Spannend, dieser Laden von Michaela. Ein neuer Tag, ein neues Ziel. Es geht nach Erbersdorf. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Was Tanja hier wohl wieder organisiert hat? Fundamente. Hier gibt's Blumen. Und was gibt's hier noch? Blumen. Okay. Dann auf zu den Blumen. Zugegeben, als ich den Weg hinunterlaufe, bin ich noch etwas skeptisch. Aber dann kommt dieser Laden. Die finde ich gleich schön, Tanja. Kannst du mich aufhören, in Läden zu zerren, wo ich was kaufen will? Das ist ja cool. Das sind echt Dinge, die man nicht braucht, aber schön ist es. Ach, schön. Und hinter all dem steckt diese Frau. Wir dürfen heute den Tag miteinander verbringen. Wie schön. Ich bin Maike. Hallo. Und du? Hallo. Margret. Ja. Wie passend zur Blume. Ja, Margret de Colle von meiner italienischen Uroma und das heißt übersetzt vom Hügel. Deswegen haben wir müssen in der Südoststeiermark einen Hügel schnappen. Also es passt irgendwie alles. Als hätte es so sein sollen. Verrückt. Genau. Ich bin ganz gespannt, was wir heute vorhaben. Und ich sehe schon, es wird schön und wahrscheinlich bunt. Toll. Aber es ist auch mit ein bisschen Arbeit und das ist gut. Verbunden. Sehr gut. Also man muss sich das Bunte, das man mit nach Hause nehmen muss, möchte, bei uns erarbeiten. Das finde ich toll. Vor allem heißt das, endlich mal bewegen. Ja, nach dem vielen Essen der letzten Tage freue ich mich auf einen Tag im Freien. Margret erklärt mir, wie das geht mit dem Blumenpflücken. Von der Hand bis zum Ellenbogen. In dieser Länge schneiden wir die Blumen ab. Ich darf mir ganz frei aussuchen, welche mir am besten gefallen. Und ich darf so viele nehmen, wie ich mag. Margret hat hier hauptsächlich Dahlien, die aber in Hülle und Fülle. Was für ein Blumenmeer. Ich bin begeistert und kann mich gar nicht satt sehen. Als nächstes geht es in das dazugehörige Café. Das ist natürlich auch wunderschön mit Blumen dekoriert.
Und hier zeigt mir Margret, wie man einen Blumenstrauß so richtig professionell bindet. Dafür muss man erstmal die Stiele von allen unteren Blättern befreien. Dann für den Strauß die Stiele nach und nach schräg in der Hand anlegen und zwischendurch drehen. Ups, ich klaue mir mal so ein großes. Ja, sicher. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das hier gut wird. Was flüsterst du so? Ich bin doch Perfektionist. Achso, ja, das kannst du jetzt abschminken. Bitte was? Das ist perfektionistisch, der kannst du dir sofort abschminken, weil der erste Strauß ist echt nur zu... Du drehst das jetzt gar nicht, nein? Du drehst gar nicht. Doch, ich lege 5 Stiele an und dann drehe ich es ein Stück. So nach und nach habe ich den Dreh dann raus. Und auch wenn es natürlich nicht ganz so flutscht wie bei Margret, finde ich, dass ich das Ergebnis am Ende doch sehen lassen kann. Für meinen ersten Strauß? Ich bin ein bisschen stolz. Danke für die Hilfe. Super. Ja, nein, das hast du wirklich gut gemacht. Für den ersten Strauß, schau, er ist so rund, da ist er ein bisschen wild. Rund und wild, das klingt doch ganz gut. Alle Blumen werden hier übrigens bio angebaut, wegen der Erde, dem Grundwasser und der Luft. Das ist Margret wichtig. Mein großes Ziel war immer, dass ich das Thema Bioblumen und faire Gestaltung und ein faires Projekt an sich irgendwie verwirklichen kann. Das ist mir aber schon fast gelungen. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich alle meinen 17 Leuten gleich viel bezahle, weil mir jeder Handgriff gleich viel wert ist. Das ist cool. Ja. Ob du jetzt einen Workshop machst, ob du kochst oder einen Computer programmierst, mir ist alles wichtig für mein Projekt. Und deswegen habe ich so eine kleine, faire Welt für mich geschaffen. So versuche ich es. Es ist nicht immer leicht. Aber total toll, finde ich einen super Ansatz. Das heißt, dein Leben ist dein Projekt? Ja, sicher. Das lässt sich nicht mehr trennen. Und das ist super und wunderbar. Und ich habe sicher meinen Lebenstraum verwirklicht. Aber ab und zu denke ich mir, was bin jetzt ich ohne den Traum? Oder wie? Oder muss man das überhaupt trennen? Für mich bist du so eine richtige Powerfrau. Aber ohne so eine... Powerfrauen haben ja manchmal so eine unsympathische Aura, weißt du, wie ich meine? Ja, aber so du bist ja, genau. Gell? Und du bist so, das ist toll zu sehen. Ich finde das ganz toll. Du, ich habe einfach auch gemerkt, dass umso offener ich spreche oder rede und bin und herzeige, was mir wichtig ist, umso mehr machen die Leute auch auf und sprechen über ihre Sachen. So ein oberflächlicher Smalltalk interessiert mich überhaupt nicht. Und irgendwas Verkrampftes interessiert mich auch nicht. Ich bin jetzt alt genug, um zu sein, wie ich bin. Wer bist du denn? Ich für mich? Ich bin jetzt wirklich Unternehmerin. Gell? Und dieses Bioblumenunternehmerin und dieses Unternehmerin sein und in etwas unternehmen, ich glaube, das definiert mich. Also, mir ist es nicht immer nur gut, also es ist nicht immer nur lustig und nicht immer nur tritratralala. Aber das, was mir wirklich was gibt, ist nicht das schon ab und zu auf die Couch sinken, aber etwas sich auszudenken und das wirklich in die Welt zu bringen und zu unternehmen, das macht mir am meisten Freude. Margret ist so ein Mensch, mit ihr könnte ich noch stundenlang weiterquatschen. Aber wir müssen ja heute noch weiter. Jetzt und für den Rest der Reise mit einem Blumenstrauß zwischen uns. Unseren nächsten Stellplatz von Schau aufs Land erreichen wir erst spät am Abend. Noch schnell den Strom anschließen, die obligatorische Wärmflasche machen und dann geht's ab unter die Decke. Erst am nächsten Morgen sehe ich, wo wir eigentlich gelandet sind. Bei den Winzern vom Weingut Jöbstel in Wernersdorf. Guten Morgen. Das war eine kurze Nacht, ehrlich gesagt. Ich bin super spät hier angekommen. Es war stockefinster hier im Wald, wie ich jetzt sehe. Aber heute habe ich ja einen Winzer an meiner Seite und ich weiß nicht, was der mit mir vorhat. Ich sehe aber die Reben. Ich weiß, er ist Winzer, also wird es was mit Wein zu tun haben. Kann also nur gut werden. Schauen wir mal. Ich treffe Hannes, den Chef hier, den ich heute einen Tag lang begleiten darf. Er erzählt mir, dass sie hier zu 80% die Rotweintraube Blauer Wildbacher anbauen, aus der sie aber hauptsächlich einen Rosé herstellen, nämlich den sogenannten Schilcher. Das ist ein Wein, der ausschließlich in der Steiermark produziert wird.
Wir sind circa 3 Wochen vor der Weinlese und Hannes muss kontrollieren, wie hoch aktuell der Zuckergehalt der Trauben ist. Das macht man mit Hilfe eines Refraktometers. Das Ergebnis zufriedenstellend, aber es braucht eben auch noch 3 Wochen, bis die Traube süß genug ist. Der Weinkeller ist das Heiligtum von Hannes. Hier passiert der ganze Zauber. Und hier darf ich auch zum ersten Mal Schilcher probieren. Hannes sagt, er sei frech und fruchtig. Ich finde ihn irgendwie sehr trocken, aber das mag ich ehrlich gesagt. Spannend, mal hinter die Kulissen der Weinherstellung zu schauen. Lustig ist es halt im Herbst, wenn man da ist. Da wird da draußen gepresst, der Saft kommt dann herein, auf den Gärtanks sind dann Gärbehälter drauf, die so schön blubbeln, wenn es da gärt. Und wenn dann halt 20 Weintanks, jeder in einer unterschiedlichen Tonlage blubbelt, das ist wie ein Orchester darin. Das ist Musik in deinem Das Ohr. ist, ja, da stellt es mir manchmal sogar die Nackenhaare ein bisschen auf, wenn die Stimmung richtig passt. Ja. Währenddessen hat es draußen zu schütten begonnen. Aber macht gar nichts, weil die Weinprobe mit Luise, Hannes' Frau, die kann man schließlich auch drin machen. Alle diese Weine stellen sie aus dem blauen Wildbacher, einer roten Rebsorte, her. Nur die roséfarbenen sind Schilcher. Es gibt aber auch einen Weißwein, einen Rotwein und sogar einen Portwein. Ich probiere mich von links nach rechts durch und bin fasziniert davon, wie unterschiedlich ein und dieselbe Traube schmecken kann. Die vorletzte Flasche ist ein Schnürlwein. Da werden die Trauben nach der Ernte auf Schnüre gehängt und erst im getrockneten Zustand zu Wein verarbeitet. Heraus kommt dann ein süßer Wein, ähnlich dem Eiswein. Luises Favorit ist und bleibt aber der Schilcher, auch wenn er nicht jedermanns Sache ist. Ein Schilcher muss nicht jedem schmecken. Der ist nicht dazu gemacht, dass er der Allgemeinheit schmeckt. Der hat ein Rückgrat, das ist ein bisschen so wie Weststeirer, weil wir Weststeirer sind auch so. Wenn wir jemanden mögen, dann bist du dabei und gehörst dazu. Wenn du jetzt nicht in unser Schema passt, dann sind wir respektvoll, man ist charmant, alles, aber wir lassen die nicht ganz zu. Und wenn das ist das Gleiche beim Schilcher. Also das muss nicht sein, dass du jedem gefällst. Wenn er passt, dann passt er. Ja. Ich würde sagen, heute passt er ganz gut. Ja, aber ist wirklich so. Soll kein gefälliger Wein sein. Aber habt ihr jemals überlegt, das wieder sein zu lassen mit dem Schilcher? Also habt ihr irgendwann mal gedacht, den lassen wir und machen doch wieder herkömmliche Sorten oder so? Gar nicht, nein. Nee, okay. Wenn du mit Schilcher mal arbeitest und das auch gern trinkst und dann siehst du, was der kann, der ist sehr trocken, also manche würden sauer sagen, aber er ist extrem trocken und der ist rot und tief dunkelrot. Also jetzt kannst du von weiß bis tief dunkel und du kannst von ganz trocken bis ganz süß arbeiten. So was kannst du mit keiner anderen Traube. Also unser Gebiet, die Weststeiermark und die Traube machen das, dass es so eine Vielfältigkeit gibt. Für ihre Weine haben Luise und Hannes schon viele Preise gewonnen und sind sehr erfolgreich. Aber das hat gedauert. Also es ist nicht selbstverständlich gewesen, dass das von Anfang an so war. Waren wahrscheinlich auch einige Jahre Arbeit, bis es so war, ne? Ja, aber auch Reife gehört dazu. Dass man erkennt, was für Werte man dann hat. Könntest du die Werte, ich finde das immer ganz spannend, ich habe auch schon ein paar andere Powerfrauen jetzt getroffen in den letzten Tagen. Könntest du mir sozusagen was mit auf den Weg geben, wo du sagst, das hast du gelernt, das würdest du mir als Ratschlag mitgeben? Schon, aber dir könnte ich nichts mitgeben, weil deine Augen leuchten schon. Ja, und ich glaube, dass du das schon gefunden hast, wirklich. Also wie du das gemacht hast, ist ein großes Kompliment. Weil das der einzige Ratschlag ist, dass man jemandem das mitgibt, dass er das findet, was er gern macht. Das ist nicht viel, aber ich glaube, das ist alles. Ist so. Ja. Das stimmt. Vielen Dank dir für den tollen Tag. Ja, bitte. Und den tollen Wein. Hat Spaß gemacht. Ja, Spaß. Vielleicht auch dank des Schilchers. Mit Dank des Schilchers. Auf jeden Fall. Er macht schon beschwingt. Und diese Schwingung nehme ich mit von dieser Reise, bei der wir mal wieder so unglaublich tolle Menschen getroffen und so viel erlebt haben. Die Steiermark, vielleicht nicht die bekannteste unter den Urlaubsregionen Österreichs, aber ich habe sie sehr ans Herz geschlossen.
und hoffe sehr, eines Tages mal wiederzukommen.